Der ehemalige CEO von Binance, CZ, gründet ein neues Projekt. Das Projekt heißt Giggle Academy und möchte die Bildung für Kinder verbessern. Wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf sein neues Concept Paper, was die Akademie so macht, warum CZ sich überhaupt für den Bereich Bildung entschieden hat, hätte ja auch alles mögliche andere sein können, und warum bei dem Projekt natürlich Krypto und künstliche Intelligenz nicht fehlen darf. Also dranbleiben, liken nicht vergessen, abonnieren, falls du es nicht gemacht hast, und ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Und zwar beginnen wir nochmal vielleicht ganz am Anfang vom Kontext her. November 2023, noch nicht ganz allzu lange her, vielleicht erinnern wir uns, CZ musste als CEO von Binance, einer der größten Kryptobörsen, zurücktreten. Hintergrund war eine Einigung, Teil einer Einigungsvereinbarung mit dem US-Justizministerium, und Binance sowie sein Gründer wurden eben der Geldwäsche und des Bankbetrugs angeklagt. Und im Rahmen dieser Vereinbarung hat sich eben der CEO, damals CZ, schuldig bekannt, und Binance musste diese Strafe bezahlen, um das Verfahren abzuschließen. Jetzt ist es so, dass nach wie vor eine richterliche Anhörung, ein Urteil über CZs Schuldbekenntnis offen ist. Und zwar wurde das jetzt nochmal vom Februar auf den 30. April nach hinten verschoben. Und einige Experten sehen als Möglichkeiten, dass ihm vielleicht eine Gefängnisstrafe von 12 bis 18 Monaten droht. Und dieser ganze Hintergrund, er ist zurückgetreten, hat dann auch gesagt, es tut mir leid, emotional war es schwer, das Ganze emotional loszulassen. Und er zieht sich vielleicht auch erstmal zurück, ist eher so passiver Investor, mal gucken, was sich so tut, und er meldet sich und so weiter, und hat man erstmal gar nichts mehr gehört. Auf dem Twitter-Account von CZ war es dann lange Zeit ein bisschen still, bis eben jetzt was Neues sich getan hat. Und zwar hat er dann endlich am 18. März Folgendes geschrieben: Ich plane ein neues Projekt zu starten. Nein, keine Sorge, kein neuer Token, also hier die Anspielung auf Binance und BNB, die Vorgeschichte. Education-Projekt, also ein Thema Bildung, was Neues und Ungewöhnliches für CZ, hat er bisher noch nicht so in der Form gemacht. More details soon, also die Details folgen in Kürze, und ja, die Details sind in Kürze erfolgt, und zwar einen Tag später hat er sein neues Projekt konkreter vorgestellt. Es heißt Giggle Academy, und er hat dazu ein Concept Paper mit ein paar Seiten für die ersten Anhaltspunkte für uns und alle Interessierten erstellt. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal das Concept Paper an und was er damit eigentlich vorhat. So, und zwar habe ich uns jetzt mal das Concept Paper von CZ heruntergeladen und die wichtigsten Teile markiert. Kurz, er sagt ganz bewusst Concept Paper, es handelt sich hierbei um kein ausgearbeitetes Businessplan, White Paper, Light Paper, wo alles technologisch super toll aufbereitet ist, mit Research-Arbeit versehen ist. Nein, es ist viel simpler gehalten. Es sind 7 Seiten bisher. Ich denke, dass im Laufe der Weiterentwicklungen sich auch die Roadmap, man sieht hier Punkt, stetig erneuern, ergänzen wird, dass aus diesem Konzept ein sauberes White Paper entsteht. Ich möchte zuallererst mit euch nochmal darauf eingehen, warum dieses Projekt eigentlich existiert und was CZ damit machen möchte. Und zwar möchte CZ mit der Giggle Academy Bildung weltweit kostenlos, zugänglich und ansprechend machen. Und das insbesondere für Kinder aus Entwicklungsregionen, wo der Anteil der Analphabeten am höchsten ist. Das ist die Lesefähigkeit, die Kompetenz, die man gerade im frühen Kindesalter, in der Schulzeit entwickelt, um dann später einfach Chancen auf bessere Jobs zu haben. Und das ist in Entwicklungsländern, auch wo gerade die Eltern vielleicht sagen, arbeite lieber, hilf lieber irgendwie auf dem Hof mit oder was weiß ich, sehr, sehr schwierig ist, diese Chancen zu erhöhen und ein gleichberechtigtes Bildungssystem zu schaffen. Und wenn wir uns nochmal, ich habe euch mal so eine Karte rausgesucht aus Wikipedia, nochmal anschauen, an welche Regionen sich CZ auch insbesondere richtet. Das sind
Regionen aus Südasien, Westasien, Subsahara, Afrika, also Afrika, hier ein bisschen Orient, Südostasien. Dort ist der Zugang zu Schulen am schwierigsten. Und deswegen ist auch die Rate der Alphabetisierung, der Analphabetisierung in dem Fall am höchsten. So, wir kommen zurück zum Concept Paper, denn es ist die Frage, wie möchte er dieses riesen Bildungsdefizit weltweit lösen? Es ist ja ein unglaublich ambitioniertes Ziel. Er schreibt, er richtet sich in erster Linie an die Grundbildung, also die Schulklassen 1 bis 12. Und angedacht sind Fächer eben, die beginnen beim Basislesen, Schreiben, Rechnen, aber angedacht sind auch weiterführende Themen wie Programmieren und Kunst, auch nach der Grundbildung. Was ich cool finde, ist, dass er von den Fächern auch die haben möchte, die in den Schulen weniger unterrichtet werden. Und zwar, das sind eben Themen emotionale Fähigkeiten, die Soft Skills, die man braucht. Dann Verhandlungsgeschick, Finanzen, Vertrieb, Legal Accountings, Blockchain und künstliche Intelligenz. Was er ausschließt, also er sagt, keine Religion, keine Geschichte, es gibt zu viel Debattierungspotenzial, das möchte er nicht auf der Plattform bringen. Das Ganze soll komplett frei sein und er plant das Ganze komplett online. Das ist das, was auch zu ihm passt. Skalierbar soll es sein, keine physische Präsenz. So, neben dieser Online-Plattform, die er bilden möchte, diese Akademie, um den Zugang zu maximieren, plant er, um das auch Ganze irgendwie auch attraktiv zu gestalten, das Ganze zu gamifizieren. Das Lernen soll durch Spielemechaniken wie Abzeichen, Punkte, Scores, Ranking attraktiv und motivierend gestaltet werden. Und es geht ihm aber darum, dass man das Ganze nicht überreizt, es soll nicht in dieses Over-Gamification reingehen, es soll ja nicht eine Spieleplattform werden, sondern eine Lernplattform, die aber durch Spielemechaniken Anreize setzt, weil gerade Kinder in dem frühen Alter, muss man langsam an die Sache rangehen, man muss geduldiger sein. Zu viel Dopamin könnte im Grunde weniger förderlich sein, aber ein bisschen muss man schauen, auch Spieleanreize setzen. Und hier kommt dann eben auch Blockchain-Technologie in Form von NFTs ins Spiel. Weiter unten erwähnt er aber auch, dass mögliche Soulbound-Tokens ausgestellt werden können, also Blockchain-basierte Tokens, die nicht transferiert, also nicht auf ein andere übertragen werden können. Geht einfach darum, dass man sich dann verifizieren kann, wenn man möchte, um sich dann auszuweisen bei einem möglichen potenziellen Arbeitgeber in der Zukunft. Weiterhin geht er auf adaptive Lehrpläne ein. Damit ist gemeint, im Gegensatz, wie es heutzutage in vielen Bildungssystemen ist, dass Kinder alle in die gleiche Klasse gesteckt werden und alle haben den gleichen Lehrplan, möchte er das Ganze so machen, dass er sagt, pass auf, wenn ein Kind jetzt in Mathe besser ist, dann soll es dorthin gehen, wo es mehr Defizite hat, dann können wir es einfach woanders fördern. Aber wenn es schlecht in Englisch ist, dann eben mehr in Englisch rein. Also er sagt, okay, das Ganze müssen wir ein bisschen individualisieren, denn jeder hat irgendwo Schwächen und Stärken und er möchte das Ganze lieber individueller gestalten. Und das Schöne ist, es ist ja online auch viel leichter möglich, als wenn du die Kinder alle in die gleiche Klasse steckst. Was er auch hier schreibt, ist, das Ganze sollte praxisorientiert gestaltet sein. Das heißt, es geht ihm nicht darauf, der Fokus, dass man jetzt einen akademischen Grad und Certified bei Giggle Academy und 10.000 Abzeichen hat, sondern das eine ist eher der spielerische Aspekt, aber es geht darum, dass die Kinder für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Dadurch, dass sie sich eben selbst zertifizieren können mit diesen Giggle-Punkten und diesen Abzeichen. Dazu hat er dann zum Beispiel ein Punktesystem vorgeschlagen. Bei Punkt 7 geht er als nächstes ein auf Ruders Zauberwort aktuell, künstliche Intelligenz. Und zwar möchte er die künstliche Intelligenz auch bei Anti-Betrugsmechanismen auf der Giggle-Plattform einsetzen. Zum Beispiel, um zufällige Verifikation über die Kamera zuzulassen, natürlich abhängig von den rechtlichen, regulatorischen Anforderungen in den jeweiligen Ländern, damit man einfach sicherstellen kann, sitzt das Kind jetzt davor, das ist irgendein Bot, der das jetzt gerade eintippt. Beispielsweise kann die AI auch dann benutzt werden, um herauszufiltern, dass ein Kind, wenn es jetzt schon dieses ganze Programm und das ganze Fach mitmacht, dass es dann nicht die Antworten per KI generiert und bescheißt. Dann bei Punkt 8 bis Punkt 10 geht er ein bisschen auf das Umfeld von Kindern ein. Und zwar sagt er, wir müssen auch für die Eltern Anreize setzen, dass sie ihre Kinder in den Schulen halten,
Denn woher sollen Eltern, die selber es nicht gelernt haben zu lernen oder diese Möglichkeiten für die Schule hatten, wie sollen die wissen, warum Bildung wichtig ist? Das heißt, wir müssen auch die mit auf die Reise mitnehmen. Und er sagt, wir müssen die Eltern mit auf dieser Plattform durch Anreize integrieren, wir müssen sie mitnehmen. Ja, aus diesem Grund auch ganz wichtig, Social Community Support, also Community-Integration, Gemeinschafts- und eine Jobplattform könnte er sich auch in diesem Atemzug vorstellen, um einfach den Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Neben den Eltern und den Kindern dürfen auch die Lehrer und ja, das Unterrichtsmaterial dafür nicht fehlen. Und zwar sagt er, viele Lehrer sind seiner Meinung nach auch unterbezahlt und es gibt viele talentierte Lehrer. Die gehen ihrer Passion nach, die versuchen wirklich das beste Ergebnis zu erzielen für die Kinder, die wirklich fördern, aber es ist manchmal einfach sehr, sehr schwierig machbar. Und man sollte den Lehrern im Rahmen dieser Plattform auch erlauben, guten Content, gutes Material, gutes Unterrichtsmaterial zu verbreiten. Und er schreibt es auch, warum nicht auch die mit Anreizen versehen? Also let the best content teachers rise on the top. Also gutes Unterrichtsmaterial, gute Inhalte sollen auch gefördert werden und Lehrer sollen dafür belohnt werden. Im letzten Abschnitt geht er nochmal so auf grundsätzliche Fragen ein. Ich glaube auch einfach nochmal, um aufzuklären, es ist ihm ganz wichtig, dass es sich nicht um eine profitgetriebene Akademie handelt, sondern es geht wirklich darum, Grundkurse kostenfrei anzubieten, die man dann schrittweise erweitert. Er kann sich vorstellen, mit anderen Organisationen, mit Charity-Organisationen, gerade auch was Hardware, Geräte und Zugang zum Internet angeht, zusammenzuarbeiten. Ihm ist es wichtig, dass, also auch Spenden sind natürlich willkommen, aber er möchte, das hat er hier geschrieben, erst wenn sich das Projekt als erfolgreich erweist, ist er soweit gesagt, er möchte es annehmen. Er möchte das initiale Risiko alleine zu Beginn tragen. Die ersten Schritte eben sind, dass man einen Englischkurs rausbringt, den gamifiziert und im weiteren Verlauf weitere Kurse, mehr Sprachen, mehr Geräte anbietet. So, das war soweit die Vorstellung, die ersten Gedanken von dem Concept Paper aus dem neuen Giggle Academy Projekt von CZ. Bin gespannt, wie das dann Ganze ausgerollt wird, was die ersten Schritte sind, wie das Ganze optisch, visuell ausschaut, wirklich für diesen ersten Milestone. Ich finde es gut, dass sich jetzt auch CZ nach dieser ganzen Historie mit Binance, BNB, wo er immer noch jetzt gerade auch in der Anklage steht und man nicht weiß, wie geht es mit der Haft weiter, also was passiert da jetzt als nächstes, dass er sich für neue Ziele einsetzt, für neue Schritte in seinem Leben engagiert. Und das hat er auch hier nochmal so auf die Frage, warum macht er das nochmal alles, beschrieben. Am liebsten würde er Korruption bekämpfen, Hunger, Klimawandel. Doch da sieht er sich am wenigsten effektiv. Was er hingegen sehr gut hat und was er sehr gut kann, ist, dass er Expertise im Bereich Softwareplattformen hat. Durch das ganze Thema Binance und Co., der ist ja schon ewig lang dabei. Er kennt sich mit KI aus, mit Blockchain. Er ist passiver Investor in so vielen Branchen und Bereichen drin. Kann ich mir gut vorstellen, dass der da auch einfach sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Und jetzt sagt, der nächste Schritt ist, wenn wir wirklich nachhaltig solche großen Probleme für unsere Welt bekämpfen und lösen wollen, dann müssen wir die Menschen dazu befähigen, sich mit dem Wissen auszubilden dafür. Und ja, er kann vielleicht nicht den Hunger bekämpfen, aber er kann Plattformen stellen, Softwareplattformen stellen, wo Menschen mehr Möglichkeiten für Bildung, für Grundbildung bekommen, um dann bessere Lösungen für die Nachhaltigkeit und uns zu entwickeln. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, weil mich das persönlich schon berührt hat. Ich finde Bildung einfach nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es kommt sehr, sehr häufig zu kurz, weil wir es irgendwie als selbstverständlich wahrnehmen. Doch in anderen Ländern ist es einfach nicht so selbstverständlich. Und die Vereinten Nationen haben sogar das Recht auf Bildung in den globalen Nachhaltigkeitszielen verankert. Das Recht auf Bildung gehört auch zu den Menschenrechten. Und die Vereinten Nationen wollen, dass bis 2030 alle Jugendlichen und ein erheblicher Teil der Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen kann. Und wenn wir das mit Krypto, Blockchain und KI im Rahmen einer Non-Profit-Education-Plattform, wo sich viele verschiedene Menschen, Organisationen und interessierte Menschen zusammenschließen, Lehrer, Schüler, Eltern, was auch immer daraus passiert, die Vision ist auf jeden Fall großartig und nur so kommen wir solchen wirklich großen Zielen für unsere Menschheit näher.
Das soweit. Was hältst du denn von der Idee von CZ? Hältst du das für nachhaltig, für sinnvoll? Würdest du bei so einer Plattform mitmachen? Ich kann es mir gut vorstellen, das mal auszutesten, wenn das losgeht. Und schreib mir gerne, was du denkst, dein Feedback, dein Kommentar. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bleib von Krypto so sehr fasziniert wie ich. Schönen Tag. Ciao.